vor uns liegende Wintersemester wird, glaube ich, ein sehr gutes für die HTW. Für Sie als Studierende, für die Lehrenden und die Beschäftigten. Warum? Wir haben zum einen eine ermutigend hohe Impfquote, quer über alle Gruppen dieser Hochschule. Ich bin guter Dinge, dass wir sehr viel Präsenz erlauben können, solange wir 3G gemeinsam umsetzen. Dies erfordert verantwortungsbewusstes Handeln von uns allen. Aber dann bin ich ganz sicher, dass wir uns ziemlich oft sehen im Campus, um gemeinsam zu studieren, zu lehren, zu arbeiten, zu forschen und natürlich auch ein bisschen Spaß zu haben. Wir haben insgesamt ca. 70 Studiengänge an der HTW Berlin, Bachelor und Master. Das gibt natürlich ein buntes Bild. Ich gehe aber im Moment davon aus, dass die überwiegende Zahl der Erstsemestereinführungen in Präsenz stattfinden wird, weil wir insgesamt doch versuchen wollen, Sie in den Campus zu holen und miteinander ins Gespräch zu bringen zwischen den Studierenden und den Lehrenden. Wir haben uns eine etwas ungewöhnliche Aktion ausgedacht für den 1. Oktober und wer von Ihnen Lust hat, sei herzlich eingeladen. Wir wollen eine Spree-Aktion machen. Spree im doppelten Sinne, direkt an der Spree, aber auch Spree im Sinne von wir sprayen irgendetwas irgendwo drauf. Weitere Infos dazu können Sie auf der Website der HTW erkennen. Dieses Wintersemester wird davon geprägt sein, dass wir möglichst viel Präsenz auf den Campus holen. Ob und wann es uns gelingen wird, dass wir alle zusammen 100% gemeinsam im Campus geben, da bin ich ehrlich gesagt etwas vorsichtig. Bitte lassen Sie uns hier lieber so vorgehen, dass wir gemeinsam verantwortungsvoll das Leben im Campus gestalten. Wir werden trotz allem auf Abstände achten müssen, Masken tragen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine Ausweichbewegung in Online-Lehre machen müssen. Deshalb meine Bitte, egal wo Sie sind und egal was Sie tun, geben Sie einfach bitte 100%. Wir als Hochschule versuchen dies, Sie versuchen es und dann haben wir auch große Chancen auf gemeinsame Erfolge. Wenn die HTW ein Club wäre oder auch eine private Hochschule, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir 2G praktizieren. Wir sind aber eine staatliche Hochschule. Unsere Aufgabe ist es, für alle Studierenden möglichst den Zugang zur Hochschule zu ermöglichen. Bei denen, die geimpft oder genesen sind, ist dies in mancher Hinsicht einfach. Das sind die 2G. Aber wir müssen uns auch um diejenigen kümmern, die aus welchen Gründen auch immer nicht geimpft sind. Nur dann können wir für Sie alle einen gleichberechtigten, verantwortungsvollen Zugang zum Campus gewährleisten. Es gibt an dieser Hochschule keine Bevorzugung von Studiengängen. Bei kleinen Studiengängen haben wir es eventuell etwas leichter, die Abstände gut einzuhalten. Gleichzeitig haben wir eine Menge an Vorkehrungen getroffen, insbesondere natürlich 3G, um für jeden Studiengang das eine oder andere an Präsenz zu ermöglichen. Und ich kann Sie nur bitten, sich nicht in Diskriminierungsfragen zu verlieren, sondern einfach daran mitzuarbeiten, dass wir alle eine gute Zeit auf dem Campus haben, zusammen. Ich persönlich bin ein großer Fan von hybrider Lehre. Die HTW bietet seit 1,5 Jahren in zunehmendem Umfang unterschiedlichste Formate und Formen hybrider Lehre an, quer durch alle Studiengänge und Fachbereiche. Und wir werden das auch sicherlich ausbauen. Gleichzeitig ist hybride Lehre vielleicht so eine Art Juwel. Heißt, nicht ganz billig und im Aufwand auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube nicht, dass wir gut beraten sind,
alles für 14.000 Studierende und über 1.000 Lehrende auf Hybrid umzustellen. Unsere Stärke liegt in der Präsenz kleiner Gruppen miteinander. Lassen Sie uns das bitte organisieren. Meine erste Idee ist Fliegen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, im Moment wäre ich lieber bezaubernde Genie, verschränke die Arme, zwinker und wir sind alle safe im Campus. Es gibt sehr alte Pläne für ein Beachvolleyballfeld hier an der Spree, aber die Zeiten gehen darüber hinweg und Corona, wie auch das Thema Finanzen, stehen dem sicherlich im Weg. Außerdem hat die HTW ein Beachvolleyballfeld im Campus Treskoallee. Unser Urban Gardening lebt vom Engagement der Studierenden und der Beschäftigten. Und solange es dieses Engagement gibt, wird es sicherlich auch weiterhin ein Urban Gardening an der HTW geben. Was allerdings passieren kann, ist, wenn unsere Pläne für eine Konzentration des Campus an der Spree Wirklichkeit werden, dass wir dann den Ort für das Urban Gardening etwas verändern. Eine meiner Lieblingsideen: wir packen das Ganze auf das Dach eines Gebäudes direkt an der Spree.